Ich stand dort vor dem großen Gebäude mit einem kleinen, liebevoll verpackten Geschenk in der Hand. Meine Finger zitterten ein wenig, nicht vor Kälte, sondern vor dem, was mich erwartete. »Lassen Sie das Geschenk einfach an der Rezeption«, hatte man mir gesagt. Keine Einladung zum Hereinkommen, kein Lächeln, kein Platz am Tisch. Ich nickte höflich, wie ich es immer getan hatte, und stellte das Geschenk ab. Aber in diesem Moment wusste ich würde nicht nur ein Päckchen mit Schleife hinterlassen, ich würde ein ganzes Kapitel abschließen. Ein stiller Abschied, verpackt in buntem Papier. Ich heiße Otto, 82 Jahre alt. Ein Mann, der mehr gesehen hat, als Worte fassen können und doch oft übersehen wird. Früher war ich Lehrer. Ich liebte Bücher, klassische Musik und das leise Lächeln meiner verstorbenen Frau, wenn ich ihr morgens den Kaffee ans Bett brachte. Wir hatten 2 Kinder. Und inzwischen eine ganze Schar Enkel und ja, sogar Urenkel. Ein Reichtum an Leben, von dem ich früher dachte, er würde mich für immer umgeben. Doch mit jedem Jahr, mit jedem stillen Fest, zu dem ich nicht mehr eingeladen wurde, wurde mir etwas klar. Die Zeit hat mich nicht nur älter, sondern auch leiser gemacht, unsichtbarer. Ich bin keiner, der sich aufdrängt. Ich habe mein Leben damit verbracht, anderen Raum zu geben, im Klassenzimmer, zu Hause, in der Familie. Ich war immer da, wo man mich brauchte. Doch jetzt, im hohen Alter, scheint es, als hätte sich die Welt weitergedreht. Ohne mich. Ich bin kein verbitterter Mann, nein, ich bin jemand, der immer noch hofft auf ein gutes Wort, eine warme Geste, ein kleines Zeichen, dass ich noch dazugehöre. Als mein Urenkel Geburtstag hatte, fragte ich meine Tochter, ob ich kommen dürfe. Ihre Antwort war höflich, doch schmerzhaft. »Papa, es wird voll. Du musst nicht extra kommen, du kannst ja das Geschenk an der Rezeption lassen.« Ein Satz, ein Schnitt. Ich nickte wieder einmal und machte mich auf den Weg. Nicht um einfach nur ein Päckchen abzugeben, sondern um ein letztes Mal für jemanden da zu sein. Es war ein milder Herbstmorgen, als ich mich auf den Weg machte. Die Sonne schien zaghaft durch die gelb gefärbten Blätter, die der Wind wie Erinnerungen über die Gehwege trug. Ich trug meinen beigen Mantel, denselben, den ich bei allen wichtigen Momenten meines Lebens angezogen hatte. Irgendwie fühlte er sich wie ein letzter Schild gegen die Kälte an, die nicht nur vom Wetter kam. In meinen Händen hielt ich eine kleine, liebevoll verpackte Schachtel. Darin war kein gewöhnliches Geschenk. Es war eine hölzerne Spieluhr, handgeschnitzt, die gleiche, die mein Großvater mir einst geschenkt hatte. Ich hatte sie restaurieren lassen in stundenlanger Arbeit mit zittrigen Fingern. Eine kleine Melodie spielte sie, die immer dann erklang, wenn man den Deckel öffnete. Für mich war sie mehr als nur ein Spielzeug. Sie war eine Erinnerung an Beständigkeit, an Weitergabe, an Liebe. Als ich das Gebäude erreichte, in dem die Feier stattfand, war ich überwältigt von der Betriebsamkeit. Luftballons, Girlanden, Kinderstimmen, Gelächter. Alles wirkte wie ein anderer Planet. Ich stand kurz vor der Tür und atmete tief ein. Ich wollte nicht stören. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, vielleicht ein Lächeln sehen, ein Danke Europa hören. Aber da stand sie, die Rezeptionistin. Freundlich, aber bestimmt. »Sie möchten ein Geschenk für Elias abgeben? Ich kann es gern annehmen.« Ich nickte langsam, als würde ich jeden Ton mit Bedacht abwiegen. Ja, es ist von ganzem Herzen. Ich legte die Schachtel behutsam auf den Tresen, als wäre sie zerbrechlicher als Porzellan. Hinter mir hörte ich Musik und Gelächter, das Leben, das ohne mich stattfand. Ich stand dort einen Moment lang, als würde ich mich verabschieden. Nicht nur von einem Tag, sondern vielleicht von einer Rolle, die ich mein ganzes Leben lang gespielt hatte. Ich trat langsam zurück auf die Straße, ließ das bunte Stimmengewirr hinter mir und spürte die Stille auf meinen Schultern lasten. Es war nicht das erste Mal, dass ich mich fehl am Platz fühlte. Aber an diesem Tag, am Geburtstag meines Urenkels, war es, als hätte die Welt mir endgültig zu verstehen gegeben: Deine Zeit ist vorbei. Ich ging einige Schritte die Straße hinunter und setzte mich auf eine Bank, die halb im Schatten eines großen Baumes lag. Der Wind raschelte durch die Blätter, als wolle er mich trösten, aber ich konnte die Enge in meiner Brust nicht abschütteln. Wie hatte es so weit kommen können? Ich war doch immer da gewesen. Ich hatte Windeln gewechselt, Tränen getrocknet, Geschichten erzählt, als der Strom ausfiel. Ich hatte am Fenster gewartet, wenn jemand zu spät kam, und gekocht, wenn alle anderen zu müde waren. Und jetzt sollte ich das Geschenk an der Rezeption abgeben, als wäre ich ein Bote. Kein Teil mehr. Nur noch Randnotiz.
Ich erinnerte mich an einen Tag vor vielen Jahren, als mein Enkel, Elias Vater, noch klein war. Er hatte mir ein selbstgemaltes Bild geschenkt, krakelig und bunt. Für meinen besten Freund stand darauf. Ich hatte es in meinem Portemonnaie getragen, bis es auseinanderfiel. Wie schnell wir doch Menschen ersetzen, wie leicht wir vergessen. Ein Teil von mir wollte zurückgehen, nicht um zu schreien oder Vorwürfe zu machen, sondern nur um zu sehen, ob jemand bemerkt hatte, dass ich gegangen war, ob sich jemand wunderte, wo der alte Mann mit dem schmalen Lächeln und der kleinen Schachtel geblieben war. Aber ich wusste die Antwort. Ich wusste, dass es keinen Platz für mich gegeben hätte. Nicht zwischen den Selfies und den Social-Media-Posts, nicht zwischen den jungen Stimmen, die keine Geschichten mehr hören wollten, sondern nur Aufmerksamkeit. Ich blickte auf meine Hände, runzlig, gezeichnet von Zeit und Arbeit, jede Falte ein Beweis, dass ich gelebt hatte, dass ich geliebt hatte. Und doch fühlten sie sich leer an. Ein junger Mann ging mit einem Blumenstrauß an mir vorbei. Er telefonierte laut, lachte, voller Energie. Ich lächelte schwach, als ich ihn sah. Ich war einmal wie er, voller Träume, voller Pläne. Und jetzt? Jetzt war ich ein Schatten, der höflich gebeten wurde, sein Geschenk an der Rezeption zu lassen. Ich wusste, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Entweder ich vergrub mich in dieser Kränkung, oder ich fand einen Weg, mir selbst zu beweisen, dass mein Wert nicht von ihrer Einladung abhing. Ich stand auf, langsam, beinahe mechanisch, wie jemand, der nicht wusste, wohin er gehen sollte. Nur, dass er nicht bleiben konnte. Der Wind wurde frischer und ein Gefühl der Leere kroch mir unter die Haut, als würde es mich von innen heraus aushöhlen. Ich ging nach Hause. Jeder Schritt hallte in der Stille meines Inneren wieder. Kein Lachen, keine Musik, nur das Echo meiner eigenen Einsamkeit. Als ich die Tür hinter mir schloss, schien es, als würde ich auch einen Teil von mir selbst hinter mir lassen. Den Teil, der noch Hoffnung hatte, gesehen zu werden. In der Mitte meines Wohnzimmers stand noch die kleine Geschenkbox. Ich hatte sie mit Sorgfalt vorbereitet. Ein altes Medaillon, das einst meiner Frau gehörte, mit einem winzigen Foto von uns beiden darin. Und ein handgeschriebener Brief an Elias. Kein Brief voller Vorwürfe, sondern voller Geschichten. Geschichten über seine Familie, über seine Wurzeln, über Liebe, Mut und das, was bleibt, wenn alles andere vergeht. Ich setzte mich auf den alten Sessel am Fenster. Der Stoff war längst abgenutzt, aber er roch noch nach ihr, nach Lavendel und Kaffee. Ich streichelte mit den Fingern über die Armlehne, als könnte ich ihre Nähe noch einmal spüren. »Was würdest du jetzt tun?« flüsterte ich in den Raum. Aber da war keine Antwort. Nur das Ticken der Uhr, das mir mit jedem Schlag sagte, »Du bist allein.« Tränen stiegen mir in die Augen, brannten, als wollten sie alles hinwegwaschen. Die Demütigung, die Enttäuschung, das Gefühl, nichts mehr zu bedeuten. Ich hatte nie viel verlangt. Nur ein Platz am Tisch, ein Lächeln, eine Umarmung. Ich weinte. Zum ersten Mal seit Jahren ließ ich die Tränen einfach kommen, wie ein alter Fluss, der sich endlich Bahn bricht. Es war kein lautes Weinen. Es war leise, erschütternd, ehrliches Weinen. Nicht aus Wut, sondern aus tiefer, stiller Traurigkeit. Wie kann ein Mensch so sehr fehlen und doch so wenig vermisst werden? Ich dachte an all die Feste, die ich früher selbst organisiert hatte. Geburtstage mit selbstgebackenem Kuchen, mit Luftballons, mit kleinen Überraschungen. Ich erinnerte mich an leuchtende Kinderaugen, an Dankbarkeit, an Hände, die meine hielten. Und jetzt? Jetzt war ich ein Name auf einem Umschlag, ein alter Mann, der gebeten wurde, zu liefern und zu gehen. Ich schloss die Augen, ließ die Dunkelheit kommen, nicht als Flucht, sondern als Umarmung. Vielleicht war es an der Zeit, still zu werden, nicht aus Resignation, sondern aus Selbstschutz. Doch irgendwo tief in mir regte sich etwas, ein letzter Funke. Am nächsten Morgen war der Himmel grau. Kein Regen, kein Sonnenschein, nur dieses undefinierbare Licht, das zwischen Aufbruch und Resignation schwebt. Ich stand früh auf, nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte. Es war, als hätte mir die Dunkelheit der vergangenen Nacht etwas gezeigt, dass ich, selbst wenn ich übersehen werde, nicht bedeutungslos bin. Ich setzte mich an den Küchentisch, nahm den Brief, den ich für Elias geschrieben hatte, noch einmal zur Hand. Ich las ihn durch, Wort für Wort. Und dabei erkannte ich etwas. Dieser Brief war nicht nur für ihn, er war auch für mich. Eine Erinnerung an all das, was ich erlebt hatte, was ich gegeben hatte, was ich noch war.
Ich nahm eine zweite Tasse Kaffee, nicht mehr um die Leere zu füllen, sondern um mich zu würdigen. Dann holte ich mein altes Fotoalbum hervor. Seite um Seite blätterte ich durch mein Leben. Die Jugend, die erste Liebe, die Geburt meiner Kinder, Urlaub am Meer und schließlich der kleine Elias auf meinem Schoß, gerade mal 2 Jahre alt, mit einem breiten, zahnlosen Lachen. Er hatte mich einmal mit leuchtenden Augen angesehen. Damals war ich sein Held. Ich erinnerte mich plötzlich daran, dass der alte Gemeindesaal samstags leer stand. Und ich erinnerte mich auch an die Worte eines Bekannten: Wenn du Geschichten erzählst, hört dir jeder zu. Vielleicht war es an der Zeit, wieder zu erzählen. Ich rief bei der Gemeinde an, reservierte den Saal, ohne zu wissen, ob jemand kommen würde. Ich wollte keine Einladung schicken, kein großes Trara, nur einen Zettel an der Tür. Heute Geschichten eines alten Mannes, Eintritt frei, Herz offen. Und tatsächlich, am Samstagabend kamen Menschen. Nicht viele, aber genug, um den Raum mit Wärme zu füllen. Es waren Fremde, Neugierige, Einsame, junge Leute, ein paar ältere Damen, ein Kind an der Hand seiner Mutter. Ich stand vorn, etwas nervös, aber mit einem aufgeschlagenen Notizbuch und einem offenen Herzen. Ich sprach. Ich erzählte. Nicht laut, nicht pathetisch, sondern ehrlich. Über das Leben, über Verluste, über Hoffnung, über das, was uns alle verbindet, wenn wir nur den Mut haben, einander zuzuhören. Und sie hörten zu. Am Ende klatschte niemand. Es war still, aber es war eine gute Stille. Eine, in der man spürt, ich wurde gesehen. Ein junger Mann kam zu mir, sagte, Ihre Geschichte hat mich an meinen Großvater erinnert. Ich habe ihn seit Jahren nicht besucht. Aber das werde ich jetzt ändern. Ich lächelte. Vielleicht war ich nicht mehr Teil jedes Familienfotos, aber ich war Teil von etwas Echtem. 2 Wochen später erhielt ich einen Anruf. Es war Elias' Mutter, meine Enkelin. Ihre Stimme klang zögerlich, fast brüchig. Opa, Elias hat deinen Brief gefunden. Ich hielt den Atem an. Er hat ihn sich jeden Abend durchgelesen, fuhr sie fort. Gestern hat er mich gefragt, warum wir dich eigentlich nicht öfter einladen. Ich sagte nichts. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Es tut mir leid, sagte sie schließlich. Wir dachten, wir würden dich schützen. Vor Enttäuschungen, vor der Hektik, vor unserer Unachtsamkeit. Aber wir haben dich ausgeschlossen. Ich spürte Tränen in den Augen, nicht aus Wut, nicht aus Groll, sondern aus dieser leisen, tiefen Berührung, die entsteht, wenn ein Funke von Verständnis über eine lange Dunkelheit flackert. Elias möchte dich sehen, sagte sie dann. Wenn du möchtest, kannst du am Sonntag zu ihm kommen. Ich nickte, obwohl sie es nicht sehen konnte. Ja, ich möchte, flüsterte ich. Am Sonntag ging ich mit langsamen Schritten die vertraute Straße entlang. Diesmal trug ich keinen Umschlag, nur mich selbst, mit allem, was ich war. Als ich ankam, öffnete Elias selbst die Tür. In der Hand hielt er den Brief. Er sah mich an, dann sagte er, ich habe deine Geschichte gelesen. Ich wusste gar nicht, dass du mal ganz allein auf einem Boot geschlafen hast. Ich lächelte. Oh ja, und das war nur eine von vielen Geschichten. Kannst du sie mir alle erzählen? Fragte er. Wenn du mir zuhörst, sehr gern, antwortete ich. Und dann geschah etwas, das ich nicht erwartet hatte. Meine Tochter trat aus dem Wohnzimmer, blieb stehen, zögerlich, und dann kam sie auf mich zu. Sie umarmte mich, still, fest. Verzeih mir, Papa, sagte sie nur. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter. Ich bin froh, dass ihr mich noch in eurem Leben haben wollt. Manchmal denken wir seien nur Schatten in den Erinnerungen anderer, leise, unscheinbar, längst überholt. Doch in Wahrheit tragen wir Geschichten in uns, die Funken entzünden können, in Kinderaugen, in verschlossenen Herzen, in Momenten, in denen die Welt innehält. Ich saß später mit Elias auf dem Teppich, zeigte ihm alte Fotos, erzählte von Tagen ohne Fernseher, von Nächten unter freiem Himmel, von Briefen, die mit der Hand geschrieben wurden und lange Wege zurücklegen mussten, bevor sie ein Herz erreichten. Und je mehr ich sprach, desto mehr hörte er zu. Nicht nur mit den Ohren, sondern mit seinem ganzen Wesen. Ich spürte, ich war wieder Teil ihres Lebens. Nicht als lästiger Anhang, nicht aus Mitleid, sondern weil meine Geschichten ein Zuhause gefunden hatten. Vielleicht war das mein eigentliches Geschenk,
Nicht das, was ich in Papier gewickelt an der Rezeption ließ, sondern das, was ich mein Leben lang in mir getragen hatte und endlich teilen durfte. Was bleibt, wenn man alt wird? Es ist nicht das, was man besitzt, es ist das, was man weitergibt. Liebe, Zeit, Erinnerungen, Worte, die nicht verklingen. Und vielleicht, nur vielleicht, braucht es manchmal ein leeres Zimmer, einen stillen Abschied oder einen vergessenen Geburtstag, um uns daran zu erinnern, wie wertvoll ein Platz am Tisch sein kann, wenn er aus echtem Herzen angeboten wird. Ich habe gelernt, dass man nie zu alt ist, um gehört zu werden und nie zu spät, um wieder eingeladen zu sein. Danke fürs Zuschauen.